Ganz ehrlich, mir kommt das mittlerweile alles schon so bekannt vor. Jeden Tag aufs Neue blicke ich in dieselbe Kamera, die vor derselben Deadpool-Büste steht. Aber gut, wem sage ich das für euch? Dürfte wahrscheinlich dieser Kasten, dieser Tür und diese Hackfresse mittlerweile auch nicht mehr das absolut Neueste vom Neuen sein. Aber gut, zumindest passiert jeden Tag hier in jedem Video irgendwas Neues. Du, na, mach da überhaupt keine Sorgen, ich hab Zeit. Ach so, das Review. Na, du, hörst du's nicht im Hintergrund? Ich hab einfach irgendwas im Hintergrund aufdreht, damit die bespaßt sind und wir uns ein bisschen unterhalten können. Warte, ich halte mal das Telefon hin. Ist geil, oder? Das heißt, du hörst nix. Fuck. Ja, okay. Ja, passt. Da ist mir irgendwas immer abgestürzt. Gut. Ich ruf dich gleich zurück. Ja. Ja, passt. Gut. Ciao. Herzlich willkommen hier auf Playzocker Reviews zu einem brandneuen DVD-Check, der mir natürlich wieder so viel Spaß macht wie immer. Aber wir haben heute natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wir haben die Thunderbolt-Filme vor uns, beziehungsweise einen weiteren Teil der Thunderbolt-Filme. Ihr wisst schon, die Reihe, die ja eigentlich Teile hat, aber auch nicht wirklich, weil sie ja nicht wirklich zusammenhängen. Ähnlich ungefähr wie die Ninja Operations Reihe von IFD, nur dass halt die Thunderbolts dann nicht einmal durchnummeriert sind. Aber INFERNO Thunderbolt ist dabei tatsächlich ein absoluter Klassiker aus der Schmiede von IFD und tatsächlich ein richtig cooler Film. Zumindest der Teil mit Richard Harrison ist diesmal mehr oder weniger ein Mann sieht rot in Cut-and-Paste-Vision. Sehr schön zusammengeschnippelt mit irgendetwas anderem, was damit kaum was zu tun hat, was aber trotzdem irgendwie immer wieder relativ nett ineinander greift. Ja, es war Godfrey Ho's Schnippelkunst at its finest. Und das natürlich wieder bei einem von den IFD Edition Filmen, die es bislang im deutschsprachigen Raum zwar sehr wohl in VHS-Fassung gab, aber wo der Film noch kein digitales Heimkinomedium gesehen hat. Und deswegen freut's mich, dass das einer der ersten Titel ist, die von WMM und AVV im brandneuen Jahr 2020 ihr digitales Heimkinodebüt erleben. Vor allem nachdem INFERNO Thunderbolt einer der Filme ist, der die meisten verschiedenen Cover-Artworks spendiert bekommt, nämlich deren gleich 5. Das Cover A entspricht dabei dem klassischen alten deutschen Videoplakat. Das war das Cover, das Gloria Video verwendet hat. Irgendwie ein relativ cooles Motiv von Richard Harrison. Irgendwie aber im Verhältnis zu vielen anderen IFD-Klassikern doch etwas einfach gehalten. Aber keine Sorge, dabei bleibt's nicht. Limitiert ist das Cover A übrigens auf 111 Stück. Das Cover B ist dann schon wiederum deutlich geringer limitiert. Davon wurden nämlich sogar nur 66 Stück produziert. Dabei handelt es sich um ein internationales Motiv, wo ich euch ganz besonders darum ersuchen würde, nicht nur den Ninja in der Tür zu beachten, sondern vor allem die Schlange. Scorpion Thunderbolt? Keine Ahnung. Das Cover C ist dann noch strenger limitiert, von dem gibt es nämlich überhaupt nur 55 Stück. Das ist ein weiteres altes deutsches VHS-Cover, denn Gloria Video hat den Film nicht nur unter dem Titel INFERNO Thunderbolt auf Videokassette veröffentlicht, sondern auch noch eine zweite Auflage unter dem Titel Hitman. Das war das Hitman-Cover. Limitiert ist das auf dem Mediabook sogar dann auf nur 55 Stück.
Cover D ist ein weiteres richtig cooles Cover-Artwork, das grundsätzlich das Motiv bietet, das man auch auf der alten griechischen Videokassette gesehen hat. Der Teil mit Richard Harrison, dem Auto und dem Schatten in der Tür sind tatsächlich eben auch von dem griechischen Tape bekannt, aber das Ganze ist hier, finde ich, absolut wunderbar gepimpt mit der gefesselten Frau, mit diesen Disco-Lichtern im Hintergrund, sodass das eigentlich auch ein relativ buntes, relativ wildes und relativ cooles Motiv ist. Dann ist das natürlich auch limitiert nur auf 55 Stück und vom Cover E gibt es überhaupt nur 50 Stück. Das ist, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das am niedrigsten limitierte Mediabook, das bis jetzt in der IFD Legacy Edition erschienen ist, ist grundsätzlich ein ziemlich ähnliches Motiv, das wir gerade vorher beim Cover D gesehen haben, ist allerdings durchgehend gezeichnet und macht einen sehr, sehr schönen, bunten, reißerischen Eindruck und ist, finde ich, wirklich eines der hübschesten Cover, die es gibt. Also stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Cover wir es uns heute aufnehmen. Und die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich freue mich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check das limitierte Cover C von INFERNO Thunderbolt näher vorzustellen. Und INFERNO Thunderbolt war wieder mal einer von den Filmen, wo es mir AVV und WMM wirklich alles andere als leicht gemacht haben, mich für nur ein Cover-Artwork zu entscheiden. Denn hier sind wirklich wahnsinnig viele Designs dabei, die nach meinem Geschmack wären. Und ganz ehrlich, alle, die einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, die sollten gerade bei diesem Titel nicht lange zögern, sich dieses Mediabook ins Regal zu stellen, weil Limitierungen zwischen 50 und 66 Stück sind wirklich wenig. Und da sind wirklich einige wunderschöne, reißerische, explosive Motive dabei. Beispielsweise würde ich das Cover C, das, wie ich hier gerade in der Hand halte, ja fast schon irgendwie als das Michael Bay Cover bezeichnen. Wir sehen unten ein Auto, das spazieren fährt und dabei brennt. Dann noch einen Typen, der mich ein bisschen an Philipp Co. erinnert und brennt. Ganz ehrlich, was machen die Flammen, die von dem Typen aufsteigen? Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, sieht aber trotzdem, beziehungsweise gerade deswegen, einfach nur absolut geil aus. Dazu bekommen wir dann natürlich auch noch einige andere zentrale Motive, die auch in anderen Cover-Artworks zu dem Film zu sehen sind. Wir sehen die gefesselte Frau, wir sehen den Schattenriss in der Tür, wir sehen diesmal einen grinsenden Hubschrauber, der offensichtlich mit Suchscheinwerfer sucht euch irgendeines von diesen Motiven aus auf dem Cover-Artwork, dass der Hubschrauber wirklich sucht und dazu dann noch oben in absolut großartiger Schriftzug der Filmtitel INFERNO Thunderbolt. Das ist wieder mal ein absolut großartig gezeichnetes, absolut hervorragend aufbereitetes Motiv, das mir persönlich wirklich sehr, sehr gut gefällt und das auch einen Stil hat, der sich teilweise ein bisschen durch die IFD Legacy Edition durchzieht. Alleine, wenn ich jetzt einmal zum Vergleich nur ganz schnell das Mediabook von Mission Thunderbolt dazu hole, da haben wir ja den klassischen Reb Brownesken Schrei beziehungsweise die heraustretenden Adern haben wir bei beiden Covermotiven wirklich sehr, sehr schön präsent vorhanden. Das ist ja echt was, das mir wirklich gut gefällt. Wechseln wir über den Spine dann auf das Backcover, da sehen wir dann auch mehr oder weniger den Schattenriss als etwas vergrößertes Miniaturbildchen. Die Inhaltsangabe gibt's natürlich, gepaart mit einigen weiteren Informationen rund um den Release, ein paar anderen Bildern, Cast and Crew Details, sowie den technischen Informationen und den Informationen zum Bonusmaterial. Da ist in meinen Augen ganz besonders wieder mal wichtig eine Bildergalerie mit teilweise exklusiven Behind-the-Scenes und Promo-Bildern, die für diese Veröffentlichung wahrscheinlich teilweise zum ersten Mal überhaupt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, beziehungsweise dann noch diesmal nur 4 Minuten, aber trotzdem immer ein relativ cooles Goodie aus dem Originalfilm The Anger, der dann hier zu INFERNO Thunderbolt mit verwurstet wurde. Schauen wir mal nach innen, da
kann ich beispielsweise auch dieses Mal wieder den Sticker mit dem Hinweis auf die IFD Legacy Edition zeigen. Das ist derselbe Sticker, den wir auch schon bei einigen anderen DVD-Only-Editionen gesehen haben. Auf der linken Seite wartet diesmal die DVD mit Inferno Thunderbolt, bedruckt eben mit dem Cover-Artwork, das das alte Gloria-Tape ist, das Mediabook mit dem Cover A. Was ich interessant finde, ist, dass ich bei diesem Richard Harrison-Film ein Cover habe, wo Richard Harrison gar nicht zu sehen ist, es dafür aber dieses alternative Cover A gibt, wo Richard Harrison dann gleich zweimal zu sehen ist. Auf der rechten Seite wartet dann eine Bonusdisk mit in diesem Fall dem Film Bloodkiller, wobei ich hier darauf hinweise, dass bei der IFD Legacy Edition die Bonusfilme gerne einmal per Zufallsgenerator verteilt werden, je nachdem, was AVV und WMM noch im Lager übrig haben. Das heißt, es ist unter Umständen möglich, wenn ihr euch diesen Film im Mediabook holt, dass bei euch da ein anderer Bonusfilm mit dabei ist. Sehr schön daneben auch das Poster für The Secret of the Lost Empire, aka Ninja Operation 7. Ein Mediabook, wo ich nur sagen kann, holt euch das, da wartet eine Überraschung auf euch. Aber jetzt können wir diesmal durch ein weiteres neues Booklet blättern, diesmal wieder geschrieben von Carsten Weißenberg mit der Geschichte der Thunderbolt-Filme und da wiederum einige sehr, sehr interessante Informationen und Fakten, beginnend nicht einmal bei den IFD-Thunderbolt-Filmen, sondern bei Produktionen aus den 1920er Jahren und weiteren Filmen, die eben mit dem eigentlich relativ packenden und explosiv wirkenden Begriff Thunderbolt promotet werden. Und ja, natürlich werde ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass es einen Film namens The Titel Thunderbolt gibt. Füge beliebigen Witz an dieser Stelle ein. In der Zwischenzeit können wir auf jeden Fall dann schon weiterblättern und uns mit einigen anderen Thunderbolt-Filmen beschäftigen. Da sehen wir natürlich dann auch im Booklet zum Beispiel alternative Plakat-Artworks zu Ninja Thunderworld, zu Mission Thunderworld, zu dem in Deutschland immer noch per Paragraph 131 StGB beschlagnahmten Magnum Thunderbolt, zu Jaguar Force Thunderbolt. Es ist wirklich absolut geil, auch Thunderbolt Angels ist zu sehen und dazu gibt es einige wirklich interessante Informationen eben zur Produktionsweise von IFD, wieder generell zu den Filmen aus der Thunderbolt-Reihe, die hier zusammenkommen. Das ist wieder mal ein wirklich, wirklich lesenswertes und wirklich, wirklich gelungenes Booklet. Inferno Thunderbolt ist einer der Filme, die leider bei dem Brand des IFD-Hauptgebäudes offensichtlich ein bisschen gelitten haben, denn ein wirklich hochwertiges Master aller Ninja Operation 6 oder auch Mission Thunderbolt, das sich für einen High-Definition Release auf Blu-ray eignet, das gibt's von dem Film leider niemand. Genauso wie es auch kein Ausgangsmaterial mehr im Originalbildformat 2,35:1 mehr gibt. Aber WMM und AVV hat diesmal tatsächlich sich wieder bemüht, das Bestmögliche für Fans und Sammler rauszuholen und hat auch dieses Mal wieder 2 Fassungen auf die DVD gepackt. Deswegen möchte ich euch dieses Mal im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check wie gewohnt einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer des Films direkt zeigen, möchte allerdings auch darauf hinweisen, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich möchte natürlich auch damit sagen, dass ich euch natürlich Screenshots von beiden Fassungen hier im Video anbiete. Beginnen möchte ich mit dem Vollbildtransfer. Ja, bei einem Vollbildtransfer von einem Film, der in 2,35:1 gedreht wurde, geht natürlich eine Menge an Bildinformationen verloren. Grundsätzlich kann man sagen, es sind circa 40%. Aber trotzdem ist das mehr oder weniger
glaube ich, das Ausgangsmaterial, das IFD noch offiziell in ihren Archiven im Angebot hatte und ist damit auch das Bildmaterial, das mit Abstand die deutlich bessere Qualität hat und das deutlich besser in Schuss ist und dabei für das Alter des Films eigentlich immer noch eine verhältnismäßig akzeptable Schärfe zu bieten hat, wo die Farben noch halbwegs in Ordnung sind. Natürlich der Kontrast wie von alten Masterbändern üblich ziemlich steil ist, helle Bildbereiche deutlich überstrahlen, dunkle Bildbereiche einiges an Details verlieren, aber es ist eigentlich für einen dermaßen alten Film, für ein, sagen wir, dermaßen geschundenes Ausgangsmaterial und einen Film mit einer dermaßen schwierigen Materiallage generell immer noch ein Bild, wo man sagen kann, das ist definitiv besser als den Film gar nicht zu sehen. Im Gegenteil, ich finde eben vor allem die Farbwiedergabe durchaus in Ordnung. Mir gefällt, dass das Bild durchaus grundsätzlich relativ rauscharm ist, dass sich auch die Kompression weitestgehend zurückhält und natürlich bekommen wir hier kein absolut bemerkenswert hervorragendes Bild mehr. Das ist aber leider bei diesem Film einfach absolut unmöglich. Das ist in Sachen Qualität so ziemlich das Beste, was es davon noch gibt. Und wer mir das nicht glauben möchte, der kann jetzt dann den Widescreen-Transfer sehen. Der beginnt übrigens mit derselben Credit-Sequenz, nur Safety First habe ich diesmal auch einen Screenshot von einer der Cast and Crew-Einblendungen aus dem Anfang verwendet, um euch ein bisschen etwas über die Qualität der Einblendungen bzw. wie diese im Transfer präsentiert werden zu liefern. Aber ich glaube, wenn jetzt hier die ersten Screenshots vom Widescreen-Transfer über eure Bildschirme flattern, dann seht ihr da gleich einige Sachen. Erstens, es handelt sich um einen Letterboxd Widescreen-Transfer, ein Bild, das nicht anamorph kodiert wurde. Außerdem liegt hier meiner Meinung nach am ehesten noch die alte deutsche VHS-Kassette als Master vor, denn wir bekommen viele Eigenheiten, die man normalerweise bei analogen Ausgangsmaterial zu Gesicht bekommt, was mir aber ganz besonders deutlich auffällt und was das natürlich bei der Bewertung der Bildqualität jetzt gerade sau schwierig macht, ist die Tatsache, dass man natürlich beim Widescreen-Transfer deutlich mehr von dem Bild sieht als bei der Vollbildfassung. Eigentlich wäre das Bild nicht dermaßen verdammt dunkel. Die Dunkelheit verschlingt hier in diesem Fall wirklich einiges an Bildinformationen. Der Kontrast ist extrem steil. Überstrahlungen gibt es in dunklen Szenen, sieht man teilweise wirklich nur mehr sehr wenig. Aber auch die Farben machen einen ziemlich matten, ziemlich zurückhaltenden Eindruck, sodass man hier ein eigentlich graues Einerlei bekommt, das zwar eben etwas widescreeniger ist als die Vollbildfassung, trotzdem immer noch nicht das Originalbildformat, aber ich würde eigentlich im Endeffekt tatsächlich fast sagen, dass man in Sachen Bildqualität bei der Vollbildfassung des Films eigentlich fast besser dran ist. Aber egal für welche Fassung man sich letztendlich entscheidet, beide Fassungen sind in der IFD Legacy Edition enthalten. Und zwar unabhängig davon, von welchem Cover Artwork ihr euch entscheidet. Denn mit Ausnahme des äußeren Designs des Mediabooks bzw. vielleicht dem enthaltenen Bonusfilm sind natürlich alle DVD-Cover inhaltlich identisch. Und das ist in meinen Augen wieder mal etwas absolut Besonderes, nachdem wir uns gerade erst mit Mission Thunderbolt den ersten IFD Cut-and-Paste-Streifen ever angesehen haben, haben wir jetzt gleich mit INFERNO Thunderbolt einfach einen weiteren Thunderbolt an Bord, der mit dem Erstling überhaupt nichts zu tun hat, der ähnlich viel damit zu tun hat, wie mit irgendeinem anderen Film, wo Richard Harrison die Hauptrolle in dem von Godfrey Ho neu gedrehten Teil spielt, aber es ist ein wirklich unterhaltsamer Film, es ist ein eigentlich recht düsterer Krimi, der hier gezeigt wird mit einigen relativ deftigen Szenen, der meiner Meinung nach durchaus unterhalten kann, der auch übrigens im deutschsprachigen Raum für lange Zeit auf dem Index für jugendgefährdende Medien stand, der, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar noch einmal im Jahr 2011 folgeindiziert wurde, nur um dann eben 2016 erst effektiv gestrichen zu werden. Das ist auch
relativ hardcore. Aber Fans von schmuddeliger B-Action, Fans natürlich von klassischen Cut-and-Paste-Streifen, allen voran natürlich Fans der Filmkunst von Godfrey Ho, Joseph Lai und den IFD-Filmen, die sollten bei diesem Film meiner Meinung nach definitiv einen Blick riskieren. Nicht nur das Cover ist geil, hier stimmt wieder mal auch der Inhalt.